Hallo und willkommen bei So geht Trockenbau. Ich bin Taka. Und ich bin Michael. Wir sind die Vorführmeister vom Knauf. Und wir zeigen euch heute den Einbau eines Pocket Kit Silent. Was wir jetzt vorhaben, das ist eine Gipskarton-Trennwand mit einer 100er Konstruktion, doppelt beplankt links und rechts mit Diamantplatten. Und als Einbauteile haben wir die Schiebetür im Pocket Kit Silent, dass wir einen besseren Schallschutz haben. Und als Fenster haben wir das Fenster EasyVent. Also für den Einbau brauchen wir eine Kartuschenpresse für den Trennwandkit, ein Gipsabteil, eine Schlagbohrmaschine, einen Impulsschrauber, Schlagdübeln, Universalschrauben. Bevor wir mit der Montage der Unterkonstruktion anfangen, müssen wir mal die Einbauteile anschauen, ob wir überhaupt mit den Wand- und Bodenprofile einfach durchfahren können. Und wie man da sieht, müssen wir da mit der Unterkonstruktion aufpassen und die Öffnung für die Schiebetür freilassen. Und das sind in dem Fall 99,5 cm. Und die zeichnen wir uns jetzt einmal an. Um zu starten, haben wir uns derweil den Laser eingerichtet. Jetzt haben wir eine Linie, wo wir die Profile montieren werden. Da wir da schon fertigen Fußboden haben, nehmen wir ein bisschen Klebebandel, das was wir im Nachhinein wieder weggetan können, dass wir den Boden nicht beschädigen, und zeichnen uns einmal die Position der Wand und die Öffnung der Schiebetür an. So, nachdem wir die Öffnungen jetzt angezeichnet haben, können wir eigentlich schon mit der Unterkonstruktion anfangen. Zur Unterkonstruktion gibt es ein eigenes Video, das seht ihr hier. Für den verbesserten Schallschutz verwenden wir unseren Knauf Trennwandkit. Ja, nachdem wir uns die Profile vorbereitet haben, wie man sieht, haben wir die Wand montiert und das X steht auf die Seiten, wo die Unterkonstruktion hinkommt. So, jetzt haben wir mal ein dichtes Profil und das wird im Nachhinein nochmal verdübelt. Der Rahmen von unserer Unterkonstruktion ist jetzt fertig und wir werden jetzt anfangen, dass wir die Schiebetür montieren, in dem Fall in Pocket Kit und Silent nur dazu, dass wir einen besseren Schallschutz haben. Ja, das ist halt der Ansatzschmäh, einfach die Laufschiene am Boden legen. Dann braucht man nicht messen. Und das nächste ist, indem dass wir das Profil schon in die Waagrecht haben, einfach oben hinhalten, das nächste Profil zudrücken und oben ankrimpert und dann sind wir schon fertig.
Nachdem wir uns die Linie für die Montagehilfen angezeichnet haben, montieren wir jetzt die Montagehilfe. Die ist für die Laufschiene da, damit es leichter bei der Montage ist, dass wir die Laufschiene einfach nur drauflegen und dann befestigen. Der nächste Einzelschmäh ist, wenn man die Montagehilfe einfach nur ein bisschen zusammenbiegt, damit das am Profil nicht mehr rauf runter rutscht. Jetzt montiere ich die Laufschiene mit der Revisionsöffnung Richtung Anschlagseite. Also ich habe jetzt mal den Haarkasten vorbereitet und bei dem tut man nichts anderes, dass man einfach die Querstrebe links und rechts zusammensteckt. Und da muss man aufpassen, dass die Führungszapfen in die gleiche Richtung schauen. Ja, wir montieren jetzt die Adapter. Die brauchen wir, weil wir 100er Konstruktion haben. Bei der 75er brauchen wir die natürlich nicht. Bei der Montage muss man halt aufpassen, dass man, bevor man das alles nicht genau eingerichtet hat, nicht zu fest anschraubt. Perfekt. Ja, nachdem wir die Maße alle kontrolliert haben und in die Waage gerichtet haben, können wir die Schrauben alle festziehen. Und ganz wichtig ist auch, dass der Haarkasten zu dem Anschlagsprofil wirklich in der Flucht ist, dass es nicht auf- oder zumachen die Leibungen. Nachdem wir alles fixiert haben, entfernen wir die Montagehilfen. Und als nächsten Schritt fangen wir an, dass wir die Leibung montieren. Den ersten Teil der Leibung haben wir jetzt zugeschnitten auf die Länge, Platte zugeschnitten und montiert oben und unten.
Das ist das Montageprofil mit der Kontermutter für die obere Leibung. Und jetzt fixieren wir das Montageprofil mit der Laufschiene. Und da hat man da die Führung. Das braucht man dann nur genauer in die Führung positionieren und den Schrauben einfach anziehen. Nachdem wir die Anbindungsprofile montiert haben, kommt dann das obere Leibungsprofil auf. Und da ist wichtig, dass wir auf der Außenkante bündig sind. Und am besten ist, wenn man da natürlich zu zweit zusammenhilft. Und bei dem oberen Leibungsprofil ist es so, wir montieren es jetzt, aber das ist auch die einzige Leibung, wo wir, bevor wir das Türblatt montieren, eine Seite wieder demontieren müssen, Türblatt montieren, Leibungsprofil auf und dann erst Spachteln anfangen. Nachdem wir jetzt die Leibungen alle rundherum fix fertig montiert haben, schauen wir, dass wir die Unterkonstruktion ergänzen. Und das ist eigentlich auch ganz simpel, und zwar wir messen uns die Breite vom Haarkonstruktion. Also da haben wir 57, schneiden uns das UW-Profil auf die 57 oben, aber nur ein. Das gleiche machen wir nochmal. Im rechten Winkel. Dann kloppen wir das zusammen, fixieren das in den Schrauben. Dann haben wir 2 Schrauben rein. So. Und stecken das einfach oben wieder drauf. So, und jetzt können wir somit einfach die CW-Profile oben wieder einschieben, genauso wie unten. Also der Vorteil ist an den Winkeln, dass wir uns später jedes Profil auf unsere Teilung dann herrichten. Dass wir fortlaufend 62,5 die Teilung dann haben. Und als letzten Schritt ist ganz wichtig, dass man die Distanzhalter einfach reinklickt. Weil sonst kann es passieren, dass man beim Beplanken die Unterkonstruktion verbirgt. Wir sind jetzt soweit fertig mit der Unterkonstruktion von der Schiebetür, und als nächster Schritt werden wir alles vorbereiten, dass wir die EasyWing montieren können. Jetzt ist die Unterkonstruktion fertig. Übrigens, wir haben noch mehrere Videos dazu, die könnt ihr euch gerne anschauen, und wir fangen an mit dem Beplanken. Ganz wichtig ist, dass man bei der Beplankung, bei der Schiebetür, die
beigepackten Schrauben verwendet. Und zwar, das ist bei der ersten Log die 20 mm und bei der zweiten Log die 33 mm. Die 20 mm Schrauben wieder in einem Abstand von 75 cm und für die zweite Log wieder die 25 cm Schraubenabstand halten. Jetzt haben wir den Pocket Kit Schiebetürkasten montiert. Der Adi hat es in der Zwischenzeit gespachtelt und jetzt montieren wir das Türblatt. Und als ersten Schritt ist, dass wir die obere Leibung entfernen. Der große Vorteil beim Knauf Pocket Kit ist, dass man alle Einbauteile im Nachhinein ohne eine Revisionsöffnung wechseln kann. Und das zeigen wir euch heute. Und wir werden anfangen mit dem Push to Open. Der ist dazu da, dass man das Türblatt leibungsbündig aufmachen kann und mit dem Antippen das Türblatt wieder zufährt. Und einbauen da wir auch einen Dämpfer. Das ist der einseitige Dämpfer. Der ist dazu da, wenn man das Türblatt zuschlägt, zum Beispiel passiert, wenn man kleinere Kinder hat, dass es einfach stoppt und langsam zufährt. Also, dass man den Push to Open im Nachhinein einbauen kann, müssen wir mal das ganze Innenleben rausnehmen. Das heißt, den Stopper entfernen, die Laufrollen rausnehmen und den Verstellhebel von der Taschenseite ganz nach vorne ziehen. Und danach dann wir den Montageclip aufschrauben und auf den klicken wir dann den Push to Open. Nachdem wir den Push to Open montiert haben, schieben wir den Verstellhebel wieder weiter zurück und als nächsten Schritt schieben wir den Laufwagenadapter drauf und fixieren ihn mit den Schrauben. Und den legen wir dann wieder in die Laufschiene ein. Ich montiere jetzt den Stopper auf der Anschlagseite. Und jetzt montiere ich den Auslöser auf der Anschlagseite. Jetzt montieren wir den Einzugsdämpfer selber. Ganz wichtig ist, dass die Feder vorgespannt ist. Und jetzt sieht man hier die Funktion. Also wir haben uns das letzte Paket jetzt hergenommen, wir haben es ausgepackt, uns schön hier aufgelegt. Das Werkzeug, was wir wahrscheinlich brauchen werden, ist den Akkuschrauber mit einem Fräser, dann einen normalen Schrauber, damit wir die Holzschrauben reindrehen können und einen Winkelschleifer, um die letzten paar Teile noch richtig zuzuschneiden. Ja, wir beginnen mit der Bodensenkdichtung. Da ist wichtig, dass man die Gummilippe nur auf der Anschlagseite abschneidet und das mit Gefühl. Und dann schiebt man die unten rein. Und wichtig ist auch, dass die Dichtseite auf der Schallseite ist, also von der Seite, wo der Lärm kommt. Und dann schieben wir unten die Gummilippe rein. Die was wir ebenfalls wieder kürzen.
Und die drückt man dann bis zum Anschlag ganz nach oben. So, wenn es auf einer Seite ein bisschen rausschaut, die können wir natürlich auch wieder ein bisschen kürzen, dass es uns nicht stört. Und als nächstes nehmen wir die Clips und schrauben die auch nochmal zu. Ja, und auf der oberen Seite montieren wir die Türaufnahme. Und als nächsten Schritt nehmen wir wieder die Anschlagsdichtung. Und wie man sieht, ist das auch wieder auf der Schallseite, genauso wie unten. Schieben die wieder langsam rein und fixieren die unten mit den kleinen Wurmschrauben. Und im Anschluss schneiden wir wieder die Dichtung, die was zu weit raussteht, ab. Als nächstes markieren wir uns die Aluleisten. Wie man sieht, oben nur bis zur Dichtung. Und auf der Rückseite über die Dichtung. So, das wird jetzt der Michael abschneiden. Nachdem wir die Leisten gekürzt haben, geben wir die Schutzfolie vom Klebeband runter. Und kleben es oben und unten auf. Passt da unten? Mhm. So, die nächste Seite noch. Passt? Und als letzten Schritt messen wir sich die Position, die was wir beim Türblatt einbauen müssen bezüglich der Magneten. So, jetzt sind wir fertig mit den ganzen Einbauteilen für die Schiebetür und als nächsten Schritt werden wir die dann montieren. Also wir bereiten die Schrauben schon mal vor, damit wir das Türblatt dann aufhängen können. Und als Montagehilfe legen wir sie die runden Stangen hin. Und wir benutzen auch wieder die Sackknöpfe. Noch ein bisschen auf. Jawohl. So, und jetzt schiebst du das rein. Passt. Halt. Passt. Nachdem wir die Schiebetür eingebaut haben, stellen wir den Push-to-Open ein.
dass wir leibungsbündig die Türblatt öffnen können. Und da machen wir es auf bis zum Anschlag und fixieren es. Nachdem wir das Türblatt eingerichtet haben, montieren wir die Bodenführer. Und in dem Fall werden wir mit einem Montagekleber fixieren, weil wir eine Fußbodenheizung haben und wir nicht wissen, wo die Leitungen sind. Die Bodenschwelle haben wir in dem Fall schon vorbereitet und abgelenkt. Und die wird nicht nur am Boden aufgelegt und angeklebt, dass wir einen dichten Anschluss haben. Also wir montieren jetzt die obere Leibung wieder. Und als letzten Schritt wird der Adi alles wieder zuspachteln. Also, der Pocket Kit Silent ist schon fertig montiert und wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch beim Knauf Kundenservice. Die Kontaktdaten stehen unten in der Beschreibung. Und falls euch unser Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.